In diesem Weekly Talk geht es erneut um unsere Expertenteams. Wir beleuchten den Weg vom ersten Kick-Off bis hin zu konkreten Ergebnissen wie neuen Leitfäden, wobei auch die Herausforderung, die Expertentätigkeit in den Projektalltag zu integrieren und erfolgreich zu balancieren, ein spannender Aspekt sein wird. Und wir sprechen darüber, wie die Teams den Wissenstransfer zu den Kollegen und Kunden fördern und warum die Zusammenarbeit das verbindende Element zwischen den verschiedenen Fokusthemen ist. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Nathalie, du bist jetzt ein Repräsentant der Leads. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, Nathalie, mein Name. Ich bin IT-Consultant hier bei Innosoft seit 2,5 Jahren ungefähr und viel im Projektmanagement tätig und habe da jetzt auch die Rolle des Expert Leads für Projektmanagement übernehmen. Wie kann man sich dann die Arbeit im Projektmanagement vorstellen? Lenkst du dann, leitest du Projekte oder hilfst du den anderen Kollegen dabei, Projektmanagementaufgaben wahrzunehmen? Im Moment immer noch mehr Selbstleitung tatsächlich. Also viele meiner Tätigkeiten wirklich vom ersten Kontakt mit den Kunden, da auch so ein bisschen als Kümmerer, Aufnahme von Requirements, dann erstmal die Scoping-Phase, Konzeption, dann auch die ganze Entwicklung zu begleiten bis hin zur Umsetzung. Aber hat sich jetzt auch schon ergeben, dass Leute wirklich auf einen zukommen, mit konkreten Fragen man da unterstützen kann. Sind das eigene Projekte, die du dann lenkst, oder sind das Projekte, die der Kunde hat, wo er sozusagen einen Projektleiter oder jemand, der das Projektmanagement dann übernimmt, bestellt? Sowohl als auch. Also entweder gibt natürlich bei uns in der Firma, jedes Projekt hat auch einen offiziellen Projektleiter, der hier intern einfach die Sachen koordiniert, mit dem Kunden kommuniziert. Aber wir haben auch Projektleiter, die wirklich als Projektleiter angestellt sind beim Kunden. Die Expertenteams insgesamt, die setzen sich ja mit verschiedenen Fokusthemen auseinander. Die gibt es jetzt noch nicht so lange. Kannst du mal kurz aus deiner Sicht erklären, wie du die Expertenteams begreifst? Als Schnittstelle von verschiedenen Projekten möglichst viel Wissen zu bündeln. Also wir sind ja bei vielen verschiedenen Kunden tätig, viel verschiedenes Wissen, was in verschiedenen Projekten, und gerade als Projektmanager zum Beispiel auch so ein bisschen Einzelkämpfer, weil man hat klassischerweise einen Projektmanager pro Projekt und da einfach aus verschiedenen Projekten, Kunden das Wissen zu bündeln aus verschiedensten Technologien. Also tatsächlich so die Experten irgendwo rauszuholen und die zusammen dann in einer Einheit zu. Das war ja eine Idee so ein bisschen am grünen Tisch. Ohne da jetzt schon in so ein Fazit zu rutschen, hast du das Gefühl, dass das funktioniert oder dass die Idee sinnvoll ist? Konkret aus meiner Sicht ja. Wir hatten auch vorher tatsächlich schon so eine inoffizielle PM-Runde, wo man gesagt hat, da gibt es einfach Bedarf, da gibt es viel, was sich wandelt. So agiles Projektmanagement ist gerade so ein Thema zum Beispiel, dass man da einfach up-to-date bleibt, sich austauscht, und das haben wir jetzt als so eine Art Fortführung offizieller, das jetzt als Expertenteam zu gestalten gesehen. Aber eigentlich beschreibst du ja dann ein Projektmanagement oder ein Projekt zu lenken, ist ja fast in jedem Projekt vorhanden. Wenn so Technologiethemen, die sind ja manchmal ein bisschen, ist es dann tatsächlich nötig, ein Projekt, eine Expertengruppe Projektmanagement aufzusetzen? Aus meiner Sicht ja, weil auch da wandelt sich viel. Es gibt neue Tools, es gibt neue Anforderungen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass beim Kunden das vorgegeben wird. Jetzt arbeiten wir nach Scrum, und dass man sich da auch entsprechend aufstellt, anpasst und damit umgeht. Was hat dich dann bewogen, jetzt so eine Lead-Rolle einzunehmen? Das hat ja auch immer, sagen wir mal, eine gewisse Konsequenz, ne? Man steht möglicherweise in der Verantwortung, man muss vielleicht die Kollegen ein bisschen motivieren oder auch mal Entscheidungen treffen. Das ist ja schon ein bisschen was anderes, als wenn man in einem Projekt nur das Projekt lenkt. Ja, definitiv. Ich wollte es tatsächlich auch einfach ausprobieren. Das Thema interessiert mich. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich selbst mehr einzubringen, was Gestalterisches in der Firma wirklich mit an den Themen zu wirken, in der Ausrichtung, woran wir arbeiten, und auf jeden Fall auch die Erfahrung einfach mal zu machen. Wie hast du dann diesen Bewerbungsprozess erlebt und die Auswahl der Teammitglieder? War das für dich sinnvoll? War das irgendwie, ja, wie soll man sagen, haben wir da den richtigen Mechanismus gewählt? Wir waren da selbstständig mit dem Prozess, was natürlich super ist, aber auf der anderen Seite auch, ich musste jetzt entscheiden, wer ist geeignet, in das Team zu kommen und wer nicht. An sich hat das gut funktioniert. Also dann gingen auch wirklich viele Bewerbungen ein und man konnte mit den Leuten ins Gespräch kommen und gucken, haben die da wirklich Lust drauf, was für Erfahrungen haben die, um dann eine möglichst vielschichtige Gruppe zusammenzustellen aus Experten. Also um die Leads gleich in die richtige Rolle reinzubringen, haben wir ihnen also quasi die Aufgabe gegeben, die Bewerbung selber zu begutachten und zu entscheiden, welche Experten dann in die Teams reinkommen. Hast du denn jemanden abgelehnt? Ich habe keinen abgelehnt.
Hättest du gerne jemanden abgelehnt? Nee, also tatsächlich waren es jetzt auch nicht so viele und das war jetzt eher so meine Sorge, dass sich zu viele bewerben, das Team zu groß wird, weil es soll ja auch immer noch so sein, dass man gut arbeiten kann. Dann hatte ich mir schon so eine Zahl in den Kopf gesetzt und das hat tatsächlich auch ganz gut Gut. hingehauen. Dann sind ja auch in der Hierarchie Mitarbeiter in deiner Gruppe, die irgendwo höher angesiedelt sind. Ist das dann in so einer Expertenrunde schwierig, dass dann möglicherweise der Bereichsleiter sagt, nee, ich sehe das anders, während du als Expertenteamlead ja eigentlich die Rolle hast, genau so etwas zu überstimmen? Ist, glaube ich, eher so ein persönliches Ding, dass man da auch erst mal reinwachsen muss, so in diese Rolle, weil ist natürlich so, dann sitzt ein Gruppenleiter da und das schon man hat dieses Hierarchiedenken ja so ein bisschen drin, wie es halt sonst ist, aber also, mir wird da kein Problem entgegengebracht. Also, es ist schon klar, ich bin da der Lead und Gut. ich muss da einfach mehr für mich Hat reinwachsen. vielleicht auch mit dem Auftritt oder mit dem Genau. Selbstverständnis, wie du sagst, selber zu tun. Wie sieht denn die konkrete Arbeit aus des Expertenteams? Ich meine, wir haben ja, da kommen wir gleich auch noch zu, Projektarbeit und dann gibt es ja möglicherweise irgendwelche Aufgaben, die ja in den Expertenteams. Wie organisiert ihr das? Bei uns viel Austausch tatsächlich. Am Anfang haben wir uns natürlich erst mal zusammengesetzt, Themen abstecken, irgendwie was wollen wir überhaupt erreichen, haben jetzt auch so eine Art Roadmap gemacht, Themen, die wir erarbeiten wollen, setzen uns einmal die Woche kurz zusammen, auch um zu brainstormen, was wurde in der Woche erarbeitet, gemacht, was wollen wir als nächstes machen oder sind irgendwelche neuen Dinge aufgetaucht. Ein Kollege war zum Beispiel auf der ESPC, sagte, sobald dieser Copilot Facilitator kommt, der das ganze Meeting die Koordination da vereinfacht. Das haben wir dann auch sofort ausprobiert, solche Sachen. Und habt ihr dann in den Expertenteams dann auch Spezialisierungen, dass ihr wisst, okay, das ist jetzt der Spezialist für Scrum oder versucht ihr eher, dieses Wissen dann auf alle Experten zu verteilen? Langfristig ist mit Sicherheit sinnvoller, das zu spezialisieren. Soweit sind wir jetzt da tatsächlich noch nicht, dass wir da so einzelne Rollen ausgearbeitet haben. Gibt schon konkret etwas? Ich meine, ihr seid jetzt wie lange? Über ein halbes, nee, eigentlich schon 8 Monate, oder? Ja, So angefangen ungefähr. mit der letzten. Habt ihr schon konkrete Ergebnisse erarbeitet, also die möglicherweise dann auch in die Gruppe, also in die gesamte Gruppe der Firma übergeleitet sind oder also die jetzt verwendet werden? Tatsächlich hatten wir schon eine Workshop-Anfrage von einem Team, wo es tatsächlich, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, der Fall war, dass da jetzt agil gearbeitet wird. Und wenn man damit vorher noch nichts zu tun hatte, fallen einfach Begrifflichkeiten, was ist Scrum Super. oder Tools wie Jira. Da haben wir tatsächlich mal so einen 3-stündigen Workshop gemacht für ein Team aus der Firma, die dann beim Kunden da einfach besser vorbereitet Und da kam die Anfrage aus dem Projekt dann. Genau. Großartig, so soll Ja, es ja eigentlich sein. Genau. Was war schwieriger als erwartet, wenn du jetzt so an deine Lead-Rolle denkst? Also nicht die Zusammenarbeit selbst, sondern dass sich jeder Freiraum schafft für die Expertenteamarbeit. Das merke ich auch bei mir selbst. Man muss einfach wirklich das sich fest einplanen, sonst kommt doch noch mal was vom Kunden. Das stuft man eventuell ein bisschen wichtiger ein, dann fällt das mal schneller hinten runter. So soll es nicht sein. Da muss jeder einfach bei sich auch. Also eine klassische Balance Genau. zwischen der Projektarbeit und ist ja wie bei Weiterbildung, Ausbildung und so weiter. Es ist ja auch so, dass das meistens auf der Strecke bleibt und nur selten dann die Rolle und Priorität bekommt, die es haben soll. Gab es dann Momente, wo es gehakt hat? Also wo du gedacht hast, das ist jetzt irgendwie schwierig, da kommen wir nicht so gut mit zurecht? Also mir fällt es persönlich selbst schwer und ich muss ja als gutes Beispiel eigentlich auch vorangehen, sonst kann ich die anderen nicht entsprechend motivieren, da auch sich die Zeit freizunehmen. Ansonsten im Team selbst bisher sind wir da uns alle einig mit den Themen, die wir angehen wollen. Da gab es bisher keine Probleme. Das ist alles noch recht harmlos. Hast du eine Lösung für dieses Hakenproblem? Also dass es einem schwerfällt, dann tatsächlich Zeit für jetzt das Expertenteam einzuräumen? Dass man eventuell also wirklich einen festen Blocker, wir kommen ja historisch mal daher, dass so 4 Tage beim Kunden waren und Genau. 1 Tag intern oder Weiterbildung, dass man da, was weiß ich, freitags 1 Stunde, die ist wirklich fest reserviert und geblockt als Termin bei den Expertenteams für diese Arbeit. Dass das quasi auch von oben kommt, dass man Genau. sagt, hey, das ist jetzt eine feste Zeit, so wie ein Speakers Corner oder Company Beispiel. Meeting, dass man sagt, gut, ja, das kann man ja machen. Wenn sich das hört man ja aus den einzelnen Teams immer wieder, dass genau dieser Spannungsakt oder dieser Balanceakt schwer zu lösen ist, dann kann man das ja tatsächlich mal andenken, absolut. Gibt dir das Expertenteam selber auch irgendwie einen anderen Impuls für deine Arbeit? Der Austausch bringt natürlich immer was. Gerade wie gesagt, man ist als Projektmanager ja auch häufig so alleine. Die anderen entwickeln dann eher und klassischerweise pro Projekt ein Projektmanager und sich da, wenn man irgendwie Probleme hat oder irgendwie was Neues ausprobieren, von dem Austausch profitiert man schon sehr und von dem Erfahrungsschatz der anderen. Gibt es dann auch einen Austausch mit den anderen Expertenteams? Also wir haben ja insgesamt 9. Trefft ihr euch dann sozusagen auch auf der Lead-Ebene? Ja, absolut. Also zum einen natürlich
gerade in der Anfangsphase, um zu gucken, wo hakt's, wo haben andere, wie gehen die mit solchen Problemen um, zum Beispiel wie mit der Zeiteinteilung und sowas, sich da auszutauschen. Aber auch inhaltlich gibt es ja auch Themen, die lassen sich nicht konkret in nur ein Expertenteam reinpressen. Da muss man natürlich schon mit den anderen gucken. Wir arbeiten zum Beispiel am engsten aktuell mit dem Expertenteam UI, UX zusammen. Für so Vorlagen zum Beispiel, gerade im Projektmanagement irgendwie so Status-Reports, irgendwelche Timelines, was man immer wieder von vorne macht, dass man da entsprechende Super. Vorlagen hat. Nochmal zurück auf deine Lead-Aufgabe oder wo wir jetzt gerade auch bei den anderen Leads sind. Fehlt irgendeine Vorgabe jetzt so von der Geschäftsleitung oder von der Fachleitung, die euch helfen würde, wie jetzt euer Team sich weiterentwickeln soll? Dass man so eine strategische Ausrichtung hat vielleicht. Also, gibt ja auch einen Grund, weshalb wir die Expertenteams eingeführt haben, dass die Firma irgendwo hin will und da das ein bisschen transparenter zu wissen, dass wir natürlich auch unsere Themen, an denen wir arbeiten, damit Also fehlt so ein bisschen der strategische, die Vision, wo man hin will, damit ihr euch daran irgendwo ein bisschen besser orientieren Genau. könnt. Gut. Wie es der Zufall will, arbeiten wir ja gerade daran. Also insofern können wir dann tatsächlich mal überlegen, ob das, was wir dann da ausgearbeitet haben, euch hilft, in eurem Tun das Team irgendwo weiterzubringen. Wenn du jetzt an die Größe deines Teams denkst, würdest du quasi noch mehr Menschen dazu holen wollen? Ich bin natürlich immer offen für Bewerbungen. Also, wenn da jemand sagt, der hat da Lust drauf, verliert man erstmal nichts, sich zu bewerben. Man sollte Lust auf das Thema haben, sich ein Stück weit als Experte, ist natürlich auch immer ein bisschen Auslegungssache, aber wenn man dafür brennt, da schon viele Erfahrungen hat, auf jeden Fall das Gespräch suchen und dann sagen wir jetzt nicht, es ist jetzt irgendwie zu. Was würdest du dann so overall als Fazit sehen? War es eine gute Idee? Die haben wir ja zusammen entwickelt. Das war jetzt keine Idee von einer einzigen Person. War ja auch alles erstmal so, das erste halbe Jahr in so einer Pilotphase eingeordnet. Würdest du sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir das weiter verfolgen, dass es auch noch ausbaufähig ist? Oder würdest du sagen, naja, es ist halt ein Puzzlestück und da muss man jetzt einfach mit klarkommen? Aber, also verstehst du, gibt es da irgendwie noch eine eigene Dynamik, die sich dann quasi aus den Expertenteams entwickeln könnte, wenn man weiter nachhaltig an dem Thema arbeitet? Auf jeden Fall. Also, ich denke, es macht bei vielen Projektteams, oder Expertenteams macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass die so weit präsent in der Firma sind, dass man sie auch wirklich mit in die Projektarbeit einfließen lässt. Sei es jetzt, man muss irgendwie die Projektmethode hinterfragen, schaltet uns ein oder das Power-Plattform-Team, wenn es um eine neue Entwicklung geht, oder das UI/UX-Team von Anfang an, dass die da Projekte mitbegleiten, damit dieses Wissen eben auch in allen Projekten irgendwo präsent ist und einfließen kann. Kann man da vielleicht noch ein bisschen was tun, das interne Marketing, also dass quasi die anderen Kollegen sich überhaupt erinnern, dass man auch mal ein Expertenteam fragen könnte? Definitiv, das haben wir jetzt letzte Woche tatsächlich auch erst diskutiert, wie wir da noch mehr, dass man Speakers Corner Formate, die wir schon haben, nutzt, oder hier im Foyer haben wir eine Anzeigetafel, dass man darüber die Leute einfach aufmerksam macht. Das sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns, damit könnt ihr auf uns zukommen, damit das eben nicht so im Sande verläuft. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Wunderbar. Sehr gut, Nathalie. Danke dir. Gerne. Wie immer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.